Hallo liebe Modellautofreunde, willkommen zurück zu einem neuen Video von mir. Heute stelle ich euch eines meiner Lieblingsfahrzeuge vor, und zwar auch noch ein Mercedes natürlich, was sonst. Und zwar der W126 von der Firma Norrif. Ja, im Maßstab 1:18 natürlich, und ich zeige euch kurz die Verpackung. Ist eine Dealer-Edition, Classic Selection von Mercedes. Das ist wie gesagt eines meiner beliebtesten Modellautos, was ich überhaupt habe. Ich habe den auch in klein. Reviews werden natürlich auch folgen. Aber ich bin explizit besonders stolz auf diese Version des Fahrzeugs, denn wie gesagt, schwarz ist leider keine helle Ausstattung. Allerdings geht das auch klar. Das ist wirklich ein sehr schönes Auto. Es ist übrigens auch der 560 SEL. Und damit also auch die Langversion. Und ja, schauen wir uns gleich mal die Front an. Die ist natürlich klassisch Mercedes typisch, wie es für den 126er üblich war, in diesem relativ großen Kühlergrill mit dem Stern oben drauf und den viereckigen Lichtern. Hier übrigens auch mit Scheinwerferwischer, wie auch immer man das nennen möchte. Ja, also wie gesagt, die Form sieht meiner Meinung nach von allen Seiten sehr, sehr sexy aus. Ja, schauen wir uns doch mal die Seite an. Und wie ihr sehen könnt, das ist genau das, was ich meinte. Dieser Wagen ist einfach insgesamt wirklich sehr, sehr schick. Das Design und die Konstruktion stammt aus den Händen von Bruno Sacco, sehr bekannte Person, zumindest bei Mercedes. Dem haben wir das Ganze quasi zu verdanken. Ist es auch meiner Meinung nach ein tolles Design. Und also der ist für viele Fahrzeuge verantwortlich, aber unter anderem auch hier für den W126. Diese Linie hier unten, die nennt man auch Sacco-Linie. Ja, weil er das quasi geprägt hat. Ja, schauen wir uns wie gesagt die Seite jetzt nochmal an. Passt alles wunderbar zusammen. Hier die Chromleisten in den Fenstern, die Chromleiste hier unten, wie gesagt, bei dem Sacco-Streifen passt auch sehr gut. Die Felgen finde ich auch sehr, sehr schön. Die passen wunderbar zum Fahrzeug. Norrif hat da meiner Meinung nach gute Arbeit geleistet. Gefällt mir wirklich sehr gut. Noch eine kleine Anekdote vielleicht zum Wagen, beziehungsweise was mir noch einfällt ist, der kam auch in sämtlichen Filmen vor, und deswegen ist er mir wahrscheinlich auch so seit Kindheit relativ geläufig. Beste Beispiele sind dafür zum Beispiel Otto, mein Partner mit der kalten Schnauze, und natürlich Beverly Hills Cop, und einen neueren Film, A Cure of Wellness, da kam auch der Wagen drin vor, sehr schön, gefällt mir natürlich immer wieder, wenn ich das sehe. Also, und es hat sich irgendwie geprägt, das Modell. Und ich würde sagen, wir schauen uns jetzt das Heck an. Und das ist natürlich auch eines der großen Highlights dieses Wagens. Vor allem die Form. Hier diese Form, der Übergang zum Heck mit dieser Heckscheibe gefällt mir sehr gut. Sehr markant. Bis heute hat das meiner Meinung nach kein klassisches Fahrzeug so gut geschafft. Und wir sehen hier den Schriftzug 560 SEL und natürlich den Mercedes-Stern und die Leuchten hier. Rückleuchten, klassisch, wie sie für Mercedes damals üblich war, mit den Streifen hier drin. Und hier Chromleiste, Auspuffrohr. Sieht auf jeden Fall alles sehr stimmig aus, meiner Meinung nach. Aber ich würde sagen, wir gucken uns jetzt mal den Innenraum an. Ich zeige auf jeden Fall noch, bevor ich den Innenraum zeige, natürlich noch die Motorhaube. Oder beziehungsweise das Innenleben, das habe ich ganz vergessen. Und zwar können wir hier sehen, der Motor ist recht detailliert umgesetzt worden. Gefällt mir eigentlich ganz gut. Bisschen mehr hätte man vielleicht noch machen können, aber es ist zumindest alles angedeutet. Das gefällt mir auf jeden Fall gut. Hier vorne kann man auch den großen Lüftungskühler sehen. Und insofern hier hinten auch die Abdeckung bzw. den großen Motorblock kann man auch erkennen. Natürlich wollen wir den Kofferraum auch noch anschauen. Und da können wir sehen, der ist mit hellem Teppichimitat ausgekleidet. Gefällt mir auf jeden Fall sehr, sehr gut. Und hier können wir noch erkennen, er hat ein Warndreieck oben. Das ist natürlich auch sehr schick und beziehungsweise sehr detailreich. Und es gefällt mir natürlich sehr gut. Aber ich würde sagen, wir schauen uns jetzt natürlich den Innenraum an und fangen natürlich vorne an der Fahrerseite an. Grau, hellgrau, was uns hier anlacht vom Mercedes, und ich finde, das passt auf jeden Fall sehr gut zu dem Fahrzeug. Beige hätte mir natürlich auch gut gefallen, aber das geht hier natürlich auch klar. Hier unten kann man sehen, Feuerlöscher,
im Fußraum. Teppichimitat natürlich auch vorhanden. Und machen wir hier zu. Und ja, hier das Armaturenbrett. Das ist schon sehr detailliert. Die Türen sind auch gut gemacht. Schauen wir uns mal hier in den Vorbereich. Der ist auch ja, sehr schön. Hier auch wieder Teppichimitat natürlich auf dem Antriebsstrang. Gefällt mir sehr gut. Ja, hier die Hecktür. Sehr detailliert auch. Die Knöpfe sind angedeutet. Für den Preis damals, ich muss zugeben, ich habe natürlich mehr bezahlt, weil ich den viel später gekauft habe, als er überhaupt rauskam, leider. Allerdings war alles noch im Rahmen, sage ich mal. Aber ich hätte natürlich auch etwas günstiger haben wollen. Schauen wir uns ihn von der anderen Seite natürlich auch noch an. Ja, hier sieht natürlich genauso aus. Und hier die Beifahrerseite können wir noch das Ganze besser erkennen. Hier die Mittelkonsole auch sehr, sehr detailliert. Ja. Also, mir gefällt der Wagen außerordentlich gut. Ich denke, das ist rübergekommen. Wie gesagt, ich habe noch mehrere von denen vorgestellt, die werden folgen. Ja. Und mich würde natürlich interessieren, was haltet ihr von dem Wagen? Ja, gefällt der euch auch so gut wie mir? Ich weiß auf jeden Fall, ein Zuschauer von mir hat dieses Fahrzeug als Coupé. Das Review wird natürlich auch noch folgen. Den habe ich nämlich ebenfalls noch von AutoArt. Wenn er nicht schon da ist, wird er auf jeden Fall hier demnächst erscheinen und natürlich auch verlinkt werden. Ja, ich würde sagen, wir sehen uns das nächste Mal wieder. Abonniert meinen Kanal, um natürlich weitere schöne Videos zu sehen. Und unterstützt mich mit Daumen, Kommentaren. Und ich freue mich auf jeden Fall immer über neue Zuschauer und natürlich auch über die Alten, die immer wieder reinschauen. Ja? Und vergesst natürlich nicht, noch in die Telegram-Gruppe zu kommen. Denn da werdet ihr auf alle Fälle benachrichtigt, falls YouTube es wieder nicht macht. In dem Sinne würde ich sagen, macht's gut, wir sehen uns nächstes Mal wieder. Ciao!